Jetzt sind wir auf Sendung. Wir, das sind Alexei und ich, Johannes. Beide aus Friesland haben wir schon die ein oder andere Reise gemeinsam gemacht. Action war natürlich immer dabei. Um Mitternacht ging es los in Varel mit dem Auto nach Amsterdam. Schlafen wird sowieso überbewertet. Im Frühflieger geht es jetzt nach Marrakesch zu Achim, der bereits auf uns wartet. Achim kommt aus Stuttgart und wir werden uns das erste Mal persönlich in Marokko kennenlernen. Eine ereignisreiche Reise liegt vor uns. Zunächst die touristischen Highlights der Usud-Wasserfälle sowie die Dades- und Todra-Schlucht. Hiernach werden wir auf den Landkarten nicht verzeichneten Geröllpisten das Atlasgebirge bis in Gebiete abseits jeglicher Zivilisation erklimmen. Plan ist eine Überquerung auf über 3700 Höhenmetern. Folgen werden Ausflüge in die Königsstädte Meknes und Fez mit ihrem berühmten Zugs- und orientalischer Lebensfreude. Das Rif mit seiner üppigen Vegetation und der faszinierenden blauen Stadt Chefchaouen soll unsere letzte Etappe vor Erreichen des Mittelmeers werden. Im Hafen Tangamed kommen zum Schluss noch einige unerwartete Ereignisse auf uns zu, die unsere Planungen für die Rückreise per Schiff fast zum Umkippen bringen. Nach einem Kurzaufenthalt in Marrakesch und unserem ersten marokkanischen Pfefferminztee verlassen wir die Stadt nach Osten Richtung Demnate. Tag 2 beginnt mit einer Tour zu den Usud-Wasserfällen, einem der beliebtesten Ausflugs- und Urlaubsziele vieler Marokkaner und zudem einiger Touristen aus aller Welt. Jetzt, Anfang Februar, ist es noch ruhig und bei Temperaturen von um die 20 Grad trotzdem angenehm warm. In Beduinenzelten können Urlauber für umgerechnet wenige Euro naturverbunden an der frischen Luft übernachten. Neben frisch gepressten Säften gibt es traditionelle Hähnchenspieße und Tagine. Ein toller Ort, doch wir wollen heute noch weiter Richtung Gebirge. Krass finden wir immer, welche Anzahl an Passagieren die locker 30 Jahre alten Mercedes T1 Tag ein, Tag aus über alle Ruckelpisten so aushalten. Durch ein Bergdorf nach dem anderen arbeiten wir uns langsam aber sicher nach oben Richtung Schneegrenze. Die 2 Monate vor unserer Ankunft hat Achim die Wüstengebiete und den Süden des Landes erkundet. Mit dem Expeditionsmobil auf Pisten über den Atlas ist auch für ihn eine neue Erfahrung. Seine Fahrkünste testen und in Grenzbereichen erweitern zu können, ist Ansporn und Ziel zugleich. Für Alexei und mich ist es sowohl unser erster Trip nach Marokko als auch unsere erste Offroad-Tour, wenn auch nicht unser erster Urlaub außerhalb typischer Touristenpfade. Alexei möchte die abenteuerlichsten Pässe erklimmen und Geländefahrten ohne Limits erleben. Ich möchte zusätzlich besonders noch die Städte mit ihren Zugs- und kulturellen Highlights erkunden und natürlich viele Fotos machen. Uns alle eint, Neues kennenzulernen und Grenzen auszutesten. Auf der Nordseite des Gebirgskamms kommen wir erstmals in tieferen Schnee. Ein krasser Unterschied zu den für uns sommerlichen Temperaturen in Marrakesch. 2 verschiedenen Pfannen, einmal ergonomisch mit Photovoltaik und Elektro 220 Induktion und das andere Mal abenteuerlich mit Diesel und Webasto-Kocher. Ein ereignisreicher und schöner Tag geht zu Ende. Wir stehen auf einem Bergkamm im Gebirge. Die Temperaturen sinken nachts bereits merklich. Die ersten 3 Tage sind wir unterwegs. Überall freundliche Begegnungen und Interesse an uns und unserem Fahrzeug. Routen abseits der bekannten Touristenpfade. Die Highlights der Dades- und Todra-Schlucht werden folgen, bevor wir uns ab Arish
in auch für Offroad-Fans unbekanntes Gebiet hoch ins Gebirge wagen werden. Unser Fahrzeug ist bereits in seinem Metier und Alexei und ich werden mehr und mehr vom Offroad-Fieber gepackt. Weiter geht es in Richtung der bekannten Dattelschlucht. Überall dort, wo sich der Talboden des Flusses weitet, Dörfer, die sein Wasser für die Bewirtschaftung grüner Flussoasen nutzen. Drumherum eine wüstenähnliche Landschaft in unmittelbarer Nähe zur Sahara. Unser Nachtlager wollen wir in einer Ortschaft im Atlasgebirge aufschlagen. Schnell haben wir einen neuen Freund gefunden, Said, der uns mit Begeisterung die Ortschaft zeigt. Und an der Tankstelle wird tatsächlich getankt. Wir haben es gesehen. Nicht vergessen können wir natürlich auch seinen Esel Macron. Macron. Hey. Aufbruch von Emsemria Richtung Todra-Schlucht. Wir treffen einen Franzosen, der seit einem Vierteljahr zu Fuß durch Marokko unterwegs ist, und zwei Berber, die uns mit Leidenschaft von sich und ihrem Stamm der Amazigh erzählen. Oui, c'est les Amazirs ici. Oui. Mais chez tous Marocains, les Amazirs. Mais il beaucoup l'Amazigh de l'Atlas. L'Atlas, la montagne. Oui. Les Atlas, il y a beaucoup des Amazirs. Nicht zu vergessen, natürlich ein herrliches Picknick in der Natur. Oder vielleicht das erst, dann wollen wir das teilen, was wir haben? Einmal? Ja, jeder. Jeder ein Stückchen. Erster Stopp am Morgen, Blick auf die Oasenstadt Tingia mit ihren Dattelpalmen. Nur wenige Minuten entfernt, die berühmte Todra-Schlucht, zu der wir uns jetzt aufmachen. Ja, es ist inzwischen Mittag. Wir haben ja wunderschöne Fotos gemacht. Einer der Haupttouristenspots. Wunderschön. Aber jetzt muss es wieder weitergehen. Jetzt geht's auf die Piste. Zwischenstopp auf dem Markt und Auffüllen unserer Obst- und Gemüsevorräte letztmalig vor Erreichen der Gebirgshöhen. Weiter geht's. Für Flussdurchfahrten ist unser Fahrzeug gut gerüstet, aber Warttiefe und Offroad-Fähigkeiten sind noch nicht gänzlich gefordert. Der Kleinbus zeigt deutlich, was auch normale Fahrzeuge hier können. Und unsere gerade gekauften Datteln finden reißenden Absatz. Hinein in die Abenddämmerung suchen wir uns einen Platz für unser Nachtlager. Der spannendste Routenabschnitt steht bevor. Planung für den kommenden Tag. Erklimmung des Jod Belayachi, höchster zu befahrener Berg Marokkos, mit Schnee bis in den Sommer. Dann weiter, Pisten entlang über den Bergkamm Richtung Midelt. Da führt nur eine Skipiste auf diese 3700 Höhenmeter und
wir bewegen uns hier auf einer Piste, die in gar keiner Karte eingezeichnet ist. Die hat sich unser Navigator anhand von Satellitenaufnahmen zusammengestupft. Also maximale Spannung. Die Piste wurde jetzt so schwierig, dass ich mich entschieden habe, auszusteigen und wir jetzt zu zweit ohne Absprache jetzt, Johannes ist jetzt halt zurückgeblieben, wir sind jetzt wirklich bis zum nächsten Pass durchgelaufen, wo wir sagen, da wird sie wieder breiter und wir kennen jetzt jede Stelle und es werden ganz schwierige Stellen kommen. Wir werden auch arbeiten müssen am Weg. Wir haben es uns angeschaut, aber es ist nicht lebensgefährlich. Es ist noch im gelb-roten Bereich, eigentlich nicht im roten Bereich, hoffe ich. Ja, 800 Watt Solarmodule auf dem Dach und die Expeditionskisten. Hinten die Motorräder, 2 Stück. Die Werkzeugkisten, 950 Liter Sprit. Wir sind gut ausgerüstet. Damit kommen wir schon mal ganz gut weiter. Tja, da sind wir weggerutscht und mit einem 450 Liter Tank am Geröllhaufen hängen geblieben. Das wird heute nichts mehr. Die Kurve müssen wir morgen nehmen. Ja, da findet man schon was. Welches möchte ich? Guck dir aus. Prost. Prost. Das ist gut. Noch nie so ein leckeres Bier getrunken. Und Achim räumt innen drin die Scherben auf. Ja, gerechte Arbeitsteilung. Nach dem Aufstehen gleich der zweite Versuch. Gefrühstückt wird später. Und geglückt. Doch die nächsten Herausforderungen lassen nicht lange auf sich warten. Erste Sache, die wir von Achim lernen, wenn es anfängt zu rutschen, Gas geben. Auf fast 3000 Meter angekommen, legen wir eine kurze Verschnaufpause ein. Vegetation absolut
0. Keine Ziegen, keine Nomaden mehr hier. 3200 Meter. Achim wird erkunden, ob wir noch weiterkommen. Ja, Wind ohne Ende. Und jetzt geht's zurück. Ab hier kommen wir nicht weiter. Achim ist die Strecke mit dem Motorrad abgefahren. Hinter uns liegen 1,5 Tage Fahrt durch super herausforderndes Gelände. Die krasseste Tour, die jeder von uns bisher gemacht hat. Nun geht es einen Teil der Strecke wieder zurück, dann auf anderer Piste weiter Richtung Osten. Ziel ist dieses Mal nicht der Gipfel, sondern unsere Offroad-Techniken weiter zu verfeinern und Neues auszuprobieren. Ja. Ja. Genau. So, also wir sind jetzt im Prinzip 1,5 Tage auf der Wunschtour hochgefahren, bis auf 3000 Meter, und jetzt schauen wir mal, wie viele Tage wir auf derselben Tour jetzt wieder nach unten fahren, weil sie geht definitiv nur im Schnee weiter. Das heißt, etwa in 3 Monaten hätten wir eine Chance, zumindest mit den Mopeds, tatsächlich irgendwo auf 3700 Meter zu kommen, aber jetzt liegt da oben 1 bis 2 Meter Schnee. Das wird eng da unten. Vorsicht! Vorsicht! Stopp! Stopp! Ja, guck mal, ob die hält. Und der kleine Nomadenhund beobachtet uns hier die ganze Zeit. Nee, der guckt da einfach schön. Ja, das war unser Kunstwerk des Straßenbaus. Wir sind rübergekommen, aber knapp. Wir sehen, wo es abgebröckelt ist. Wir hätten wohl noch ein ganzes Stückchen weiter auffüllen sollen, besser. Finden wir uns wieder auf unserem Rückweg zurück in die Zivilisation. Auf dem Weg zur Schnellstraße nach Meknes, wo wir hoffen, heute Abend anzukommen. Ja, wir konnten heute Morgen schon einige schwierige Stellen überwinden. Jeder hat ein paar 100 Kilo Steine geschleppt, um die Löcher am Wegesrand zu flicken. Und die Bleche aus Zeiten des Zweiten Weltkrieges für die Landebahn der Flugzeuge, die wir mitschleppen, haben auch ihren guten Dienst getan. Und die ersten Zeichen der Zivilisation. Nach 3 Tagen Stein- und Geröllwüste. In den Sonnenuntergang auf der Schnellstraße N13 Richtung Meknes. Zwischenstopp in Bufakrane. Selten haben wir uns so auf ein gutes Essen gefreut. Folgen soll der authentische Orient mit Erlebnissen
ganz anderer Art in den Königsstädten Meknes und Fez sowie der blauen Stadt Chefchaouen. Nach Übernachtung auf dem Gelände eines Weinguts, das uns der nette Restaurantbesitzer als Stellplatz angeboten hat, heute Meknes. Jetzt geht's rein in den Zug der Altstadt von Meknes hier. Gewürze, Obst und Gemüse, frisches Fleisch und Fisch. Dazu Kleidung und Kunsthandwerk in allen Facetten. Und ein eifriges Gewusel auf dem Taxistand vor der imposanten Stadtmauer. Das ist jetzt der Beginn des Abendessens. 4-Gänge-Menü. Danach kommen noch einige weitere Leckereien. Tagine mit Kalbsfleisch, Nachtisch. Ja, lassen wir uns mal überraschen. Ein toller Tag klingt aus. Viele Stunden zu Fuß unterwegs gewesen. Die Souks, die berühmten Tore, die Altstadt und als Abschluss ein wunderbares Abendessen. Ankunft in Fez. Mit Abdullah, unserem privaten Reiseführer, den uns die freundliche Campingplatzverwaltung empfohlen hat, geht es mit dem Taxi in die Stadt. Erster Stopp, eine der größten Gerbereien, für die die Stadt besonders berühmt ist. Und das Ergebnis bestaunen dürfen wir auch. Einen Stopp bei einer der farbenprächtigen Webereien müssen wir natürlich als nächstes einlegen. Auf Wunsch kann man sich das Hähnchen zum Abendessen selber aussuchen. Es wird dann vor den eigenen Augen geschlachtet. Obwohl man nicht in einer Küstenstadt ist, bekommt man die von anderen Küstenstädten, nämlich Casablanca, Rabat, Hoceima und so weiter. Weiter geht's in die engen Gassen der Altstadt. Die Koranschule Medresa Bou Inamina. Und in unmittelbarer Nähe auch die Synagoge. In Fez sind in der Innenstadt keine motorisierten Fahrzeuge zugelassen. Alles per Esel und Handkarren. Erkundungsgang um die Stadt herum. Ausblick von einer Brücke im Park. Überall entlang, jede Sehenswürdigkeit gesehen, kommt langsam die Abenddämmerung und die Zeit, noch einmal einen Blick bei Dunkelheit auf die Stadt zu werfen. Morgendliche Anfahrt vom Campingplatz in Fez nach Chefchaouen. Für den heutigen Tag gehen wir getrennte Wege. Achim und Alexei wollen die Berge der Gegend Offroad erkunden. Ich werde mich zu Fuß in die Stadt aufmachen.
befinden uns jetzt am kleinen Wasserfall, einer der Haupttouristenattraktionen. Wunderschön, es gibt guten Orangensaft, netter Platz zum Ausruhen und Entspannen. In der Innenstadt angekommen, ein Geschäft neben dem anderen mit orientalischer Handwerkskunst. Und natürlich die wunderbaren, in blaue Farbe getünchten Häuser, für die die Stadt so berühmt ist. Gesprochen wird hier, neben Arabisch, ganz im Gegensatz zum Süden des Landes, die spanische Sprache. Heute Morgen in Chefchaouen losgefahren, jetzt am frühen Nachmittag Zwischenstopp im Rifgebirge bei Talambur. Auf einem Wanderweg wollen wir starten Richtung Les Cascades d'Achou. Vegetation und Klima fast wie in Mitteleuropa. Die vielen Äffchen scheinen sich dennoch wohl zu fühlen. Anbei der obligatorische Naturkühlschrank mit Orangen und kalten Getränken. Zur Seite der Teekessel für den Pfefferminztee und die Tagine. Ankunft am Meer. Weiter geht es über die Küstenstraße, um von dort auf die N16 zu stoßen, die uns über Tétouan nach Tangamet bringen wird. Baden am Capo Negro, nördlich von Tétouan. Noch einmal die afrikanische Sonne genießen. Und Richtung Nachtquartier. Vor uns Ceuta, spanisches Territorium. 1,2 Kilo Rindersteak und Lammkoteletts vom Feinsten. Prost. Prost. Auf die Heimfahrt. Auf die Heimfahrt, auf die Seefahrt. Dass die gut klappt. Ja. So, und jetzt noch ein paar hundert Liter voll tanken mit marokkanischem Sprit, bevor es morgen auf die Fähre geht. Einmal randvoll. So, 13 Uhr und Ankunft am Hafen Tangamet. Zunächst zwei uns unbekannte Passagiere auf dem Dach und hinten zwischen den Motorrädern. Das sind schon auf dem Dach gewesen. Große Aufregung. Wir haben den falschen Eingang genommen. Hat bedeutet, 4 Stunden von einem Büro ins andere zu tingeln und zu erklären, warum wir in den Freihafen eingefahren sind. Dann konnten wir mit Hilfe der freundlichen Beamten ein Schriftstück auf Französisch aufsetzen, um das Versehen zu erklären
und um offizielle Erlaubnis zu bitten, wieder ausfahren zu dürfen. Derweil war noch unsere 3 Stunden Puffer bis zur Abfahrt der Fähre aufgebraucht. Nächstes Schiff Richtung Barcelona in einer Woche. Alternative: Heimflug morgen für Alexei und mich ab Tanger und Fähre für Achim nur bis Algeciras. Dann Rückfahrt quer durch Spanien. Doch Riesenglück gehabt. Unsere Fährlinie Gran Navi Veloci hat die Abfahrt um 6 Stunden nach hinten verschoben. Heißt, jetzt noch etwas warten und dafür 2 Nächte auf der Fähre bis Barcelona. Für unseren Flug zurück soll es dann auch noch reichen. Einfahren, zunächst Wunschdenken. Streit um Zugang zum Schiff. Um 21:30 Uhr dürfen wir dann rein. Highlight des Abends: Pizza im Bordrestaurant. Dann anstoßen mit der letzten Flasche marokkanischen Rotwein. Ausschlafen, entspannen, italienisches Essen. Und natürlich viele spannende Gespräche mit Gleichgesinnten. Guillaume, der regelmäßig mit seiner Moto Guzzi auf Weltreise geht. Silvio und Susanne unterwegs mit ihrem Offroad-Mobil und per Pedelec entlang der Sahara. Wir blicken zurück auf 2 Wochen in einem super abwechslungsreichen und spannenden Land. Gastfreundschaft, Natur und natürlich der wunderbare Geruch und Geschmack des Orients. Wir werden Marokko nicht vergessen.